Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute möchte ich euch ein bisschen was Theoretisches zeigen, ein bisschen Statistiken und so. Ich weiß, in letzter Zeit gab es jetzt nicht viel Gameplay großartig, aber wir werden die nächsten Tage auf jeden Fall auch wieder ein bisschen reingehen ins Dungeon-Geballere. Auf EU8 erwartet uns ja auch noch ein bisschen was, da können wir mit dem Nekromanten noch ein bisschen pushen. Aber heute gibt es trotzdem ein sehr interessantes Video. Ich denke mal, das wird bestimmt den einen oder anderen von euch sehr interessieren. Und zwar hat mir der gute Basi, Grüße gehen raus an der Stelle, ein paar Listen angefertigt von den besten Base-Stats, Gains, beziehungsweise, also wer hat die höchsten, also unterm Strich zusammengefasst, wer hat am meisten dieses Jahr geschafft? So, von allen Spielern weltweit. Wer hat die meisten Basispunkte erreicht? Wer hat die meisten Total Stats? Ne? Wer ist am stärksten? Wer hat den längsten? Ja, darum geht es hier eigentlich jetzt am Ende des Tages unterm Strich zusammengefasst, ja. Und eventuell ist ja euer Account auch mit dabei. Falls ihr dabei seid, dann schreibt es mir sehr gerne auch in die Kommentare. Wir gehen jetzt durch und vielleicht entdeckt ihr euch selbst in der Liste, ja. Wir fangen an, wir haben ein paar Listen vor uns. Wir fangen an mit der meiner Meinung nach interessantesten Liste. Wer hat dieses Jahr am meisten Stats gemacht? Und zwar nicht Total Stats, also mit inbegriffen in Total Stats sind ja sowas wie Equipment, Edelsteine, Verbesserung auf dem Equipment. Darum geht es uns gar nicht. Ja, das ist nicht wirklich wichtig, sag ich mal. Es geht darum, um die Basispunkte. Wer hat am meisten Basispunkte gemacht? Ja? Wenn ihr natürlich mehr solche Statistikvideos sehen wollt, dann könnt ihr auch sehr gerne beim Basi vorbeischauen. Habe ich euch auch unten mal verlinkt. Dankeschön auf jeden Fall an der Stelle für die Listen. Und seitdem es ja im Webshop die Statistikseite gibt, sind viele Leute halt auch viel mehr darauf aus, sag ich mal, in solchen Listen eventuell zu stehen. Aber auf der Webshop-Seite, die ist noch lange nicht so gut ausgereift und das Ganze wurde halt mit SF-Tools von Basi gemacht. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann sehen wir hier erstmal einen Strich in der Landschaft. Ja? Aber wenn wir und das ist sehr, sehr hochauflösend, ja. Wenn wir mal so ein bisschen ranzoomen, dann sehen wir hier schon, aha, guck mal da, das ergibt irgendwie alles Sinn. Und der Basi hat wirklich hier extrem viele Leute in die Liste gepackt. Also halt wirklich die Leute, die dieses Jahr am meisten geschafft haben. So, die Liste geht vom 2.1. angefangen zu tracken bis zum 1.12. Ja, das ist der Zeitraum, in dem das Ganze hier entstanden ist. Hier links haben wir die Leute, die am meisten Basispunkte dieses Jahr bisher gemacht haben. So, wir haben hier oben ein paar Reiter, ne? Und hier sehen wir hier so einen ganz kleinen weißen Punkt. Das steht dafür, dass das hier nach der Basis-Stat in der Summe quasi sortiert ist, also aus dem Haupt- und Nebenattribut in Summe, wer hat hier am meisten gemacht. So, und darum geht es uns jetzt quasi. Und wenn wir jetzt hier mal drauf schauen, vielleicht seht ihr euch ja selbst, dann sehen wir, dass hier der 3-Arc, dieses Jahr mit am meisten gemacht hatte, ne, muss man dazu sagen. Der Spieler ist aber jetzt nicht mehr da, der wurde halt eben gebannt, weil er ein bisschen zu viel gemacht hat. Er hat auf jeden Fall hier und da ein paar Sachen ausgenutzt, wodurch halt diese extreme Summe zustande kam. Ich mache mal so ein bisschen größer, vielleicht sieht man das dann ein bisschen besser, ja. Also er hatte dieses Jahr über 100.000 Basispunkte gemacht und das ist extrem viel. So, auf Platz 2 haben wir hier den Bauer schon direkt hinterher mit 94k und Lasjek auf Platz 3. So, wir machen mal so, dann sieht man auch die Nummerierung. Ne? Auch ganz knapp hinterher mit 93k an Basis-Stat-Punkten. Und dann kommt auch schon der Strider, der hier mit 92.000 Punkten auf Platz 4 ist. Allerdings, wie gesagt, ist das halt der Gain von diesem Jahr und da sind halt nicht die Total Stats mit inbegriffen. Und wenn wir uns da eine andere Liste anschauen, dann sehen wir, dass eventuell Strider nach wie vor immer noch mit der stärkste Spieler ist. Im Moment nicht mehr, weil er auf dem Fusionsserver jetzt seine Tränke rausgenommen hat. Das erklärt übrigens auch hier die Minuszahlen, die sich hier dadurch begründen lassen, dass er halt eben ohne Pots rumläuft, weil er sich halt in der
Ehrenhalle so ein bisschen droppen lässt, um halt eben das Beutegold der anderen Spieler dort abzufarmen. Ist eine gängige Taktik, um halt eben jeden Tag die 100 Millionen Beutegold zusätzlich zu bekommen. Und ja, deswegen ist er hier auch im Minusbereich gerade unterwegs. Ne? Und ja, so setzt sich das Ganze hier zusammen. Ich muss sagen, ich bin extrem überrascht, aber auch gleichermaßen erfreut und stolz, dass ich hier es in die Top 10 der Leute geschafft haben, die bisher, also das Jahr in diesem Zeitraum, die meisten Basispunkte gegaint hat unter den Top 10. Genau auf Platz 10 mit 88.137 zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist natürlich absolut crazy, ne? Also das ist schon krass, ne? Aber man muss sagen, umso weiter es hier nach unten geht, ne, umso enger wird halt auch der Abstand zwischen den Leuten, sag ich mal. Das ist nicht viel. Das zu Platz 11, ne, also hier wäre ich schon aus der Top 10 raus. Hier fehlen halt 100 Punkte, ne, nicht mal. Und dann wäre ich hier schon nicht mehr in den Top 10. Also das ist wirklich alles sehr nah zusammen. So, wir haben hier eine Nachteule auf Platz 12, der halt auch sehr stark in den Dungeons unterwegs ist. Ich glaube, der am weitesten in den Dungeons ist. So, ne, wir haben hier sehr viele bekannte Namen. Auf jeden Fall Battle Taurer auch sehr stark hier auf Platz 15 weltweit mit den meist gegainten Basispunkten. Auch sehr strong unterwegs, ja. Wir haben mit den Derafin, der hier auch wirklich sehr stark unterwegs ist. Ne? Und ja, wir gehen mal ein bisschen runter. Vielleicht sieht sich der ein oder andere von euch hier auf dem Server oder irgendwo in der Rangliste. Ne? Es ist natürlich eine sehr lange Rangliste. Guck mal, hier ist sogar der Basi hier. Sieh mal eine an, auf Platz 81. Und das als Free-to-Play. Ne? Muss man ja auch immer nochmal dazu sagen. Das kann man nicht anders sagen oder nicht leugnen. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich starke Leistung. Und wir zoomen mal so ein ganz klein wenig raus, ja, so vielleicht, und gehen mal noch ein bisschen die Liste hier runter, damit sich vielleicht der ein oder andere von euch hier selbst noch entdeckt. Ich habe ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, wie viele Leute hier insgesamt am Start sind. Hier ist zum Beispiel Sir Webster, ne, der hier auch auf S31 unterwegs ist. Seth ist hier auch am Start, die sind auch relativ nah beieinander. Und guck mal hier, wen haben wir denn da? Da haben wir auf Platz 217 mein Battle Mage, ja, auch nicht verkehrt, mit 77k Basispunkte dieses Jahr, auch eine starke Leistung, würde ich mal sagen, und bin ich auch sehr zufrieden mit. Da erreichen wir nächstes Jahr auf jeden Fall auch das Level 632 und dann gehen die Basispunkte auf jeden Fall auch sehr krank in die Höhe. Dann haben wir alles soweit gemaxt, was das Goldeinkommen eingeht. Dann werde ich auch auf W27 meine ganzen Früchte verkaufen, die ich mir auch angelagert habe, denn ab 632 bekommt ihr halt für 10 Früchte, wenn ihr die umwandelt, einen Pot und der bringt euch 10 Millionen Gold. Ne? Und das Gold der Pot steigt halt bis zu 632 und dort könnt ihr sie halt für die maximale Value verkaufen. Und deswegen wartet man halt eben so lange mit den Pots, dass man die auf der Stufe dann halt eben erst alle umwandelt. Das hatten wir ja auf dem Main schon gemacht, das hatten wir auf anderen Accounts schon überall gemacht. Und deswegen wird das auf jeden Fall auch auf dem Battle Match so stattfinden, dass Goldeinkommen der Goldgrube ist dann komplett gemaxt, ne? Und man hat einfach dann überall die besten, Konditionen, ne? Am meisten Gold in kürzester Zeit zu kriegen. Und deswegen freue ich mich da schon sehr drauf. Dann geht es auf dem Battle Match auch schon gut ab. Muss ich sagen, geht jetzt schon gut ab. Ne? Also der Battle Match gefällt mir auch sehr gut. Ist halt nur, sag ich mal in Anführungszeichen, mein zweiter Account. Dort mache ich zum Beispiel sowas nicht, auch wie mit der angesprochenen Beutegold-Taktik. Das mache ich auf mein Battle Match zum Beispiel nicht. Die meiste Arbeit geht tatsächlich halt wirklich in meinen Main-Account rein, in meinen Magier. Sieht man ja auch, da ist auf jeden Fall am meisten reingeflossen, was halt eben Zeit angeht, was halt auch Geld angeht, so. Und deswegen macht sich da halt auch der Unterschied bemerkbar. Auf W27 verfolge ich zum Beispiel nicht täglich diese tägliche Beutegold-Taktik. Das macht aufs Jahr gesehen doch schon einiges aus an Stat-Punkten. Genau.
Ja, ich glaube, die Liste ist hier zu Ende tatsächlich. 900 Spieler hat hier der Basi ausgelesen. Und das war jetzt alleine nur die Liste. Look at this, Alter. Nur die Liste von den meisten Basispunkten gegaint. Jetzt machen wir mal weiter. Er hat mir noch eine Liste geschickt. Und zwar ist das die Liste von S31 tatsächlich. Ja. Hier haben wir ich glaube auch nach Basissumme sortiert. Ne, beziehungsweise halt nach Basis-Stat-Punkte, wer hat am meisten Base-Stats gemacht. Und hier sieht man dann auch, dass ich auf Platz 1 bin auf dem Server hier. Und der zweite auf S31 ist dann erst Teufli mit 8000 Basispunkten weniger. Ne, man muss dazu sagen, die sind halt trotzdem auch sehr strong unterwegs. 80.000 Basispunkte im Jahr zu gainen ist auf jeden Fall schon auch sehr, 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 sehr beachtlich. Und so sieht das Ganze hier aus mit der Liste Nummer 2. Dann haben wir hier den nächsten großen Brecher am Start hier. Da gehen wir jetzt auch mal rein. Und jetzt sehen wir, hier ist der Haken woanders gemacht. Und da sehen wir auch schon, da ist der Strider wie gewohnt auf Platz 1. Hier haben wir nämlich die Basis, oder hier sind die Leute geordnet nach Base Stats in Summe, also insgesamt, wer hat die meisten Basispunkte im Haupt- und Nebenattribut. Ne? Das ist zum Beispiel eine Sache, die gibt es im Moment zumindest noch nicht in der Statistikseite oder im Webshop. Ich hoffe mal, das kommt eines Tages noch, denn das würde ich sehr fühlen, weil dort kann man aktuell nur ordnen nach, wer hat am meisten Hauptattribut. Das Nebenattribut wird aber zum Beispiel gar nicht berücksichtigt. Das heißt zum Beispiel Spieler, die auf 50-50 Skillung gehen, die tauchen da gar nicht auf großartig in den Top-Rang, weil nur das Hauptattribut zählt. Finde ich Quatsch, muss ich sagen. Kann man so ordnen, kann man als eine Kategorie, aber was halt wirklich entscheidend ist, ist halt Haupt- und Nebenattribut zusammen summiert. Und hier sehen wir halt eben, der Strider ist hier auf Platz 1 mit den meisten Basispunkten, noch mit sehr großem Abstand, muss ich sagen, zu Platz 2, obwohl hier der 3-Arc wirklich extrem, extrem aufgeholt hat in sehr kurzer Zeit, aber der nun halt eben nicht mehr hier vertreten ist. Und danach kommt auch schon der Scythe, ja, der Matze, Grüße gehen raus, wirklich auch kratzt hier bald an den 400.000 Basispunkten, das ist sehr, sehr krank. Nachteule auch hinterher, Viper auch nach wie vor immer sehr, 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 sehr stark am Start. Und eventuell gucken wir mal, wir scrollen mal ein bisschen runter, findet sich hier auch wieder der ein oder andere von euch hier in der Liste wieder. Ja, wir gucken mal, wo ich mich hier befinde. Ich halte mal die Glubscher offen, ich bin sehr gespannt. In der Statistikseite nach Hauptattribut sortiert befinde ich mich mit meinem Magier, also nach Intelligenz halt, ne, auf Platz irgendwas in der 150er, 160, zwischen 150 und 160. Aber das ist halt eben nur nach Hauptattribut geskillt und halt eben nur Intelligenz bei den Magiern. So, hier ist halt eben jede Klasse vertreten, plus halt eben Haupt- und Nebenattribut zusammensummiert. Und da sehe ich mich auch schon, ich bin auf Platz 126 weltweit mit den meisten Basispunkten und das ist mir halt eben auch die Liste, die ich persönlich halt als wichtig empfinde. Danach können wir noch sehr gerne mal in die Total Stat Liste reingehen, die hatte mir der Basi auch geschickt. Das heißt, wer hat die meisten Total Stats, das heißt, da sind halt auch Equipment mit inbegriffen, Steine, Verbesserung vom Equipment und sowas halt alles, ne? Aber das sind halt eben, wie ich schon immer erwähne, das sind Sachen, die kann man jederzeit ausbessern. Da werde ich mich wahrscheinlich in der Total Stat Liste erst richtig gut positionieren, wenn ich Stufe 700 erreicht habe und dann halt eben mein komplettes Equipment plus Steine bis zum Maximum ausreize und da gebe ich halt wirklich alles. Also da, wenn ich Stufe 700 erreiche, dann wird sich das komplett neue Legendary Equipment gezogen, die neuen Waffen, die allerneuesten Edelsteine auf Stufe 700 werden sich da gegönnt. Bis dahin steigt ja auch der Wert der Edelsteine, ne? Umso höher ihr im Level seid, umso höher sind halt auch die Statpunkte der Edelsteine und da freue ich mich schon richtig drauf. Es wird easy alles auf 20 Verbesserungen gezogen. Das kann ich mir bis dahin, das kann ich mir jetzt schon leisten, so von den Ressourcen, die ich habe. Ich kann sogar meine Begleiter dann noch zusätzlich on top verbessern mit den Ressourcen, die ich habe, weil ich so viele Schmiederessourcen habe.
Ich möchte mir das aber unbedingt aufheben bis zur Stufe 700. Ich könnte mich jetzt schon verbessern, aber wie gesagt, ich habe es ja schon öfter erwähnt, ich will so einen richtigen Damage-Spike haben. Ich möchte richtig, ne, dass ich auf einmal so in der Statistik so und dann geht es so hoch. So, das will ich auf jeden Fall mal sehen und ja, guckt mal nebenbei, vielleicht findet ihr euch hier, ne, in der Liste wieder mit den meisten Basis-Stat-Punkten. Ich denke mal, das ist ganz ansehnlich und interessant auch für euch, die eventuell auch ein bisschen Statistik interessiert sind und sehen wollen, wo stehen sie denn jetzt gerade hier mit ihrem Account. Ne? Falls ihr euch verpasst habt, dann rechnet einfach euer Hauptattribut und Nebenattribut die Basispunkte zusammen hier. Ne? Basispunkte 181k zum Beispiel und hier 133 nehmt ihr zusammen. Und dann seht ihr ungefähr, wie viel Basispunkte ihr habt und dann könnt ihr ja danach dann sortieren, falls ihr euch hier in der Liste verpasst habt, ne, könnt ihr halt danach gucken. Wir scrollen hier auch nochmal ganz kurz bis unten, ne, einfach der Vollständigkeit halber, dass sich vielleicht der ein oder andere von euch hier vielleicht wieder sieht. Ne. Ich gucke gerade noch so, ob wir hier noch ein paar Namen haben, die wir so kennen. Ab und zu sieht man auf jeden Fall mal ein paar. Ich glaube, hier sind auch wieder bis zu 900 Leute. Gucken mal. Ja. Oh, lol, guck mal hier. Guck mal, auf den allerletzten Meter hat er sich hier noch reingeschlichen. Ich glaube es ja nicht. Ja. Hier auch noch mit meinem Battlemage-Account auf 902. Und 903 ist dann schon der letzte. Ja, da hat mich der Basi aber nochmal absichtlich hier mit reingenommen. Das ist ja lustig, ja, gerade noch so reingeschummelt hier. Coole Sache. Ja, und dann gucken wir jetzt nochmal zum Schluss in die Liste rein, ja, die mich persönlich nicht ganz so interessiert, aber hier seht ihr halt, das Ding ist hier sortiert nach Total Stats, diesmal in Summe, das heißt die Basispunkte plus die temporären Stats zusammengefasst, Equipmentsteine, Verbesserung, alles, und das ist dann halt die Total-Summe hier. Und in der Liste bin ich wahrscheinlich nicht so weit oben. Mal gucken, ob ich mich hier irgendwo finde. Ich weiß gar nicht, was ich an Total Stats zusammen habe. Aber ja, hier ist 3-Arc sogar noch sehr weit vorne. Ihr seht hier auch diesmal kein Strider so weit oben, weil der Strider halt im Moment ohne Pots rumläuft. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Total Stats aus. Ne? Deswegen seht ihr hier auch keinen Strider. Halt eben aus dem Grund. Aber auch er verfolgt halt die Taktik, ne? Mit dem Beutegold. Und da sieht man es halt genauso. Tränke sind halt... Hier, auf Platz 100 ist Strider gerade. Tränke sind halt wirklich nur temporär wichtig. Wenn ihr wirklich wollt, jetzt in dem Moment gerade, oder ihr wollt, dass ihr in dem Moment gerade stark seid, dann verbessert euch. Dann trinkt Tränke so, ne? Es ist aber alles nicht nötig, weil ihr könnt es immer wieder anlegen. So, ne? Ihr könnt immer wieder Tränke kaufen, ihr könnt euch immer wieder verbessern, immer wieder neues Equipment. Aber was ihr halt nicht die ganze Zeit machen könnt, ist halt Basis-Stat-Punkte farmen. Deswegen ist das Wichtige. Ich muss aber sagen, ich bin tatsächlich noch sehr zufrieden, was die Total-Stat-Liste angeht, weil ich halt wirklich extrem outdated bin, was mein Equipment angeht, und dafür auf Platz 135, muss ich sagen, finde ich sehr stabil. Umso gespannter bin ich tatsächlich, wenn ich mein altes Equipment wirklich verbessere bzw. austausche, wie es dann aussieht. Wenn ich jetzt mit dem Equipment auf Platz 135 bin, na holy shit, ich habe hier auch alles nur auf plus 15, ne? Das kommt halt auch noch dazu. Ne? Das ist halt alles komplett bad. Meine Edelsteine sind richtig veraltet. Und wie gesagt, wenn wir hier mal die Waffen anschauen, was die Leute oder womit die Leute hier teilweise rumlaufen hier, ne? Da scheppert es mich aus allen Ecken und Enden, Alter. Also, ja, deswegen, das wird richtig reinhauen, wenn es dann soweit ist. Und wir, ja, auf jeden Fall auch in der Total Stat-Liste hier sehr viele Plätze gut machen können. Ne? Auch hier natürlich könnt ihr sehr gerne nochmal schauen. Ich gehe das sehr gerne nochmal hier komplett bis zum Ende durch. Ich mache nur nochmal ein bisschen schnelleren Durchgang hier gerade, ne? Damit ihr könnt ja anhalten sehr gerne, falls ihr euch irgendwo hier seht. Und ja, mal schauen, ob ich hier auch mit meinem W27-Account irgendwo vertreten bin.
Ich glaube aber, ich weiß gar nicht. Auf W27, da fehlen mir auch ein paar Verbesserungen, auf jeden Fall. Da bin ich jetzt auch nicht ganz up to date. Aber auf S31, also wirklich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich mich das letzte Mal dort wirklich neu equipped habe. Ich kann euch das gar nicht sagen. Es ist wirklich, ich glaube wirklich schon Jahre her. Ich müsste mal nachschauen. Auf jeden Fall habt ihr halt gesehen, wie outdated meine Waffe ist. Und ja, wie gesagt, umso mehr wundert es mich halt, dass ich so relativ weit oben stehe, was die Total Stats angeht. Weil ich halt da wirklich die letzten Monate, Jahre wirklich nichts drauf gegeben habe. Ne? Aber ja, mal schauen. Ich bin sehr gespannt, was das wird, ey. Ey, ich hoffe mal, ihr seid da auf jeden Fall genauso gespannt wie ich und seid da auch noch am Start, wenn es denn soweit ist und wir uns dann equippen auf der Stufe 700 und es dann da richtig abgeht. Ne? Also das, ja, wenn nichts dazwischen kommt, beziehungsweise wenn nichts Neues kommt in dem Game, dann wird es wahrscheinlich so Ende nächsten Jahres soweit sein, dass ich Stufe 700 erreiche. Wenn es zeitlich richtig gut passt, dann eventuell vielleicht sogar zum Legendary Dungeon. Das wäre richtig nice. Ich hoffe mal, das geht sich einigermaßen aus. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Gefallen dran gefunden an der Liste hier, beziehungsweise an den Statistiken. Vielleicht habt ihr euch gerade wieder gesehen. Ne? Und ich danke auf jeden Fall Basi für die Liste. Und weil ich jetzt gerade wieder zu einem Zeitpunkt aufnehme, wo ich noch nicht die Auslosung direkt mache, folgt jetzt gleich im Anschluss ja, die Gewinnerauslosung von dem Gewinnspiel gestern. Ne? Und ja, ich kann euch so sagen, ungefähr mache ich jetzt circa so die Auslosung immer um ja, 6, 7 Uhr morgens, weil ich dann von der Nachtschicht gerade nach Hause komme. Das heißt, bis 6, 7 Uhr morgens habt ihr circa gerade Zeit. Ne? Ich hatte ja davor gesagt, um 0 Uhr ist Deadline. Im Moment ist es gerade 6, 7 Uhr morgens, kann aber variieren. Ich sage nach wie vor immer noch 0 Uhr, danach kann ich für nichts mehr garantieren. Ne? Alles klar, gut. Ich wünsche euch jetzt wieder viel Spaß und viel Erfolg bei der nächsten Auslosung. So, liebe Leute, es ist soweit. Wir losen den Gewinner für das Video von gestern aus. Ja, die stärksten Gilden nach Fusion und wichtige Info. Dort habt ihr wieder zahlreich Kommentare geschrieben und hier kopieren wir uns einmal die URL raus und geben das Ganze hier mal ein. So, und ja, lesen die ganzen Kommentare mal ein. Ich wünsche euch wieder sehr viel Erfolg dabei. Ja, an den Gewinner, der jetzt hier gleich ermittelt wird, bitte entweder mir auf Discord oder Instagram schreiben. Beide Links findet ihr hier unten auch in der Videobeschreibung. Könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Darüber lose ich, beziehungsweise kontaktiere ich dann den Gewinner, beziehungsweise andersrum eher mich. So, wir picken den Gewinner und diesmal hat gewonnen der User JI7EF2OZ6Z. Ja, hat hier ein paar Herzen reingepostet auf jeden Fall. GZ an dich an der Stelle. Ich denke mal, hinter dem Usernamen verbirgt sich auch ein richtiger Name. Das wurde ja mal eine Zeit lang irgendwie von YouTube, wurden die Usernamen irgendwie zurückgesetzt oder beziehungsweise ja, zu diesen komischen Random-Namen hier generiert, wenn man das nicht manuell nochmal sonst umschreibt. Melde dich bitte bei mir, derjenige, und dann überprüfe ich das Ganze nochmal, ob du das wirklich bist hier, und dann lasse ich dir die 50 Pilze zukommen. Ansonsten wünsche ich euch viel Glück beim nächsten Mal, beim morgigen bzw. heutigen Gewinnspiel dann. Ne? Und wir sehen uns. Haut rein und bis zum nächsten Mal.